Guten Morgen. Nacht 4 ist in den Knochen und ja, wir kommen schlecht voran. Sehr langsam. Weiß ich nicht. Aber jetzt hier zum ersten Mal scheinen wir in tieferes Fahrwasser gekommen zu sein, weil das ist, glaube ich, das Schnellste, was wir bisher gefahren sind. Ja, wenn ich auf Google gucke, also ich habe hier keinen Empfang eigentlich, aber Google geht ja trotzdem immer zumindest der Standpunkt. Da sind wir auf der Karte halt quasi noch neben Pucallpa, also neben der Stadt, wo wir losgefahren sind. Das sind über 500 Kilometer nach Iquitos. Ja, ich habe hier meinen Kaffee zu mir genommen bei der Lucy. Hier ist noch die Tasse, kann man sitzen. Das ist halt das Coole an dem Schiff. Also es ist natürlich brutale Hitze am Tag. Jetzt ist noch früh morgens, es ist 8:30 Uhr. Nachts ist es eigentlich ganz angenehm, deswegen nachts liege ich dann oben auf dem Deck. Und der Sternenhimmel war Wahnsinn. Also es ist wirklich diese flache Silhouette. Deswegen ist es dann eine runde Kuppel und die Sterne gehen wirklich bis zum Wasser. Also es ist überragend. Die Milchstraße, alles da. Und Milliarden Sterne. Was habe ich geplant für uns heute? Wir machen einen kleinen Durchgang durch das Schiff. Einen kleinen Rundgang, so sagt man. Voilà. Und hier ist Ladung. Jetzt laufen wir einmal hier hoch. Ja, es gibt 3-mal am Tag Essen. Meistens ist es Reis mit irgendwie Kartoffeln und Soße. Das ist schon okay, aber es ist halt mega viel Reis. Und ganz wenig von dieser Soße. Ich habe immer noch so Chili-Soße dabei, die mache ich mir noch drauf. Und manchmal gibt es Suppe. Also die ersten 3-mal gab es Suppe. Seitdem gab es Reis. Ja. Hier ist quasi der erste Stock. Voilà. Und der. Und hier, ich bin froh, dass ich nicht hier schlafen muss. Hier ist halt mega voll, wie ihr seht. Ja, heute Nacht hat man versucht, ein anderes vorbeikommende Fähre anzuhalten. Deswegen haben wir dann extra gestoppt, gehupt und die angeleuchtet, aber die sind einfach vorbeigefahren. Deswegen waren hier viele Leute, die umsteigen wollten. Das hier ist die Küche. Hier gibt es dann Essen. Das ist der Koch. Ja. Und hier geht es zu den Klos, die keiner benutzen will. Oder was weiß ich, die Leute benutzen die hier schon. Aber ich quäl mich oben durch mein Klo. Ich habe jetzt gerade meine letzte Papaya gegessen. Jetzt war es mit dem Obst, eine Limone habe ich noch. Und ja, die Leute schlafen dann hier. Man kann halt überall auf der Ladung rumhängen. Schlafen hier auf den Dingern. Deswegen ist es auch schon so zerwühlt. Ja, er schläft hier in der Hängematte. Ich gehe jetzt mein Frühstück spülen. Nehme euch nochmal hinter. Zum Klo. Oh. Viel dicker sollte man nicht sein als ich, dann kommt man nicht mehr durch. Hier ist ein bisschen besser. So, das hier ist mein Spülklo. So, mache ich gleich. Ja, habe ich schon gesagt. Kann sich überall hinlegen. Ich hatte mich hier hingelegt. Ist auch super cool jetzt, wenn es schattig ist. Irgendwann kommt die Sonne dann rum. Es ist auch immer ein bisschen das Boot. Der Fluss ist hier relativ breit. Das Boot fährt halt immer so durch den Fluss wegen diesen Sandbänken und so. Das heißt, wenn jedes Mal, wenn es dreht, kommt die Sonne von woanders und man muss sich dann umsetzen. Und in der Sonne sitzen, da gehst du ein. Und hier ist es halt auch noch so, weil die Motoren hier sind,
ist es hier noch besonders warm. Deswegen ist es nicht der beste Platz. Mein Lieblingsplatz ist da oben auf diesen Styropor-Dingern. So, 3. Stock. Ich weiß nicht, wie gut man mich hören kann. Aber das hier sind diese Styroporkisten, wo ich immer drauf schlafe. Ist die Nacht hier drauf gelegen, dann fährst du hier tagsüber. Ja, in der Sonne ist es zu heiß, geht nicht. Heute ist sehr windig. Das ist ganz gut, aber man muss gucken, dass sein Zeug nicht wegfliegt. Ich setze mich jetzt mal hier hin, aber wenn das Schiff halt ein bisschen dreht, dann Sonne. Damit schlage ich mich rum, den ganzen Tag. Ja, es passiert nichts. Vielleicht kommen wir irgendwann mal an in so einer Stadt heute. Von irgendwas. Mal schauen, das wäre der erste Stopp. Ja, vielleicht passiert mal was. Ansonsten Gedanken für mich alleine, kein Internet. Nur der Amazonas oder der Ucayali hier in dem Fall und ich. Contamana. Se puede salir, se puede salir. Estamos yendo. Van a comprar gallosa ahí. Ya, no demoramos. Sí? Okay. So, jetzt kommen die ganzen Verkäuferinnen an Bord. Hallo. Und ich lasse es mir natürlich nicht nehmen. Hola Patrick, ¿cómo Hola. estás? Welcome Contamana. Ja, City Contamana. genau, das ist Contamana und wir lassen es uns jetzt nicht nehmen, einmal kurz zum Kiosk zu laufen und mal sich die Beine runter vom Schiff. Ist halt hier brutal im Dschungel. So kann man das Schiff mal von außen sehen. Es wird hier einen Kiosk geben. Ich will alles, was es gibt. Aha, hier gibt es so einen kleinen Shop. Früchte wird jetzt eher eng. Buenas tardes. Das war jetzt leider nicht so erfolgreich. War hier so 2 Kiosks und eine Bäckerei, aber da gibt es nur trockenes Brot. Der, mit dem ich rausgelaufen bin, der hat Brot gekauft, da kann ich mich dann bedienen. Ich habe mir jetzt halt ein paar Softdrinks gekauft, Chips und so Kekse. Ich weiß halt nicht, wie lange das Ding hält. Haben die auch nicht so richtig sagen können, aber ich wollte, hätte in die Stadt fahren können mit dem Taxi und da Früchte kaufen, aber da bin ich nicht sicher. Ich will nicht, dass das Boot ohne mich losfährt. Von einer den Verkäuferinnen, die hat hier Kokosnusskuchen gekauft. Habe ich immerhin den noch abgestaubt. Ein paar Früchte habe ich jetzt doch noch bekommen, und zwar geschälte Mandarinen. Aber die sind größer als Mandarinen, aber sie sagen, es sind Mandarinen. Ich will noch 3 mehr für 50 Cent.
bis so rüber. Keine besonderen Ereignisse. Ja, es ist jetzt irgendwie 8 Uhr. Frühstück gab es schon. Es gibt immer Frühstück um 7 Uhr. Da wecken sie mich dann immer alle ganz aufgeregt. Frage ich mich, warum genau muss ich so früh frühstücken, wenn wir den ganzen Tag nichts zu tun haben. Da muss ich ja nicht extra früh aufstehen. Vor allem finde ich, dass die Nacht halt die schönste Zeit ist. Es ist nicht so heiß. Ich liege hier dann, kann die Sterne angucken, keine Insekten. Die Insekten sind immer beim Sonnenuntergang und dann so 1,5 Stunden. Aber ich lege mich dann immer 1,5 Stunden in mein Moskitonetz. Und dann gehe ich aufs Dach und dann ist es super, super schön. Die anderen schlafen dann um 8 oder so. Klar, da sind die auch um 5 wach oder so. Aber ich versuche das so eher ein bisschen nach hinten zu verschieben. Aber es ist natürlich morgens nicht möglich, dann zu schlafen, wenn alle aufstehen und da. Ich wecke dann einer nach dem anderen, hey, du musst noch frühstücken, du musst noch frühstücken. Ja, ist ja nett. Jetzt habe ich, es gab wieder diese Reissuppe ohne Reis. Jetzt habe ich mir noch einen Kaffee gekocht. Und ja, wir sind jetzt einigermaßen vorangekommen seit gestern immerhin. Aber wir haben noch nicht die Hälfte des Weges geschafft. Ich weiß nicht, der Fluss wird tendenziell immer breiter. Das heißt, das Fahrwasser sollte tiefer werden. Das heißt, man kann sich dann auch schneller bewegen. Heute ist es etwas bewölkt, wie man vielleicht sehen kann. 30 Grad sind es trotzdem. Aber ich habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt, ein bisschen Körperpflege zu betreiben. Fingernägel geschnitten. Hier bin ich jetzt gerade beim Zähneputzen. Ich habe euch am Anfang diese Dusche gezeigt, diese eklige. Die habe ich mittlerweile schon ein paar Mal benutzt. Also irgendwann ist es halt so, du stehst in deinem eigenen Saft. Und dann, mit so einem, das Wasser einmal abduschen. Wenigstens das. Ich mache es dann immer so, ich habe diese Wet Wipes gekauft, Feuchttücher. Damit reibe ich dann nochmal die empfindlichen Körperstellen ab, damit ich mir nichts hole. Nichtsdestotrotz habe ich eine Erkältung seit gestern, vorgestern schon. Ich meine, hatte ja auch schon so ein bisschen was am Wochenende, in Pucallpa noch. Es ist jetzt nur eine Erkältung, aber es ist halt so nachts, wenn man da liegt, ist es dann schon frisch. Ich habe dann lange Hose und einen Longsleeve an und noch meine komische Joggingjacke drüber. Und es ist trotzdem dann so die 1 Stunde oder 2 Stunden ist es ein bisschen frisch. Vielleicht holt man sich dann BIMS, es ist ja auch eher alles offen. Tagsüber, wenn jetzt die Sonne scheint, dann ist es halt wirklich so, wenn ihr das von diesen Entdeckerfilmen kennt, wo die auf dem Segelboot sind und einfach nur vor sich hingaren. Da passiert nichts, kein Wind, kein Lüftchen, einfach nur sengende Hitze. Klar, das ist jetzt hier nicht wochenlang, aber ich kann euch sagen, es ist trotzdem relativ hart. So komme ich aber noch ganz gut zurecht. Aber wenn wir jetzt morgen ankommen würden oder heute, wäre ich jetzt auch nicht traurig. Beim Essen gab es jetzt mal zweimal so eine Art Milchreis, aber ohne Reis, also nur diese Milch davon. Es war dann so ein bisschen wie Zuckermilch. Ja, ganz gut, aber so ist das Essen halt, ein bisschen wie Knastessen auch. Ist okay, wenn wir nochmal irgendwo halten sollten, versuche ich mir nochmal was zu holen. Ich weiß jetzt nicht, was hier jetzt gerade wieder abgeht. Wenn so Untiefen sind, da muss er halt immer rumrangieren. Hier gibt es immer wieder so Dörfer, völlig abgeschnitten von allem. Also es gibt hier keine Straßen oder so. Der einzige Zugang ist der Fluss. Und manchmal sind auch nur, das ist jetzt irgendwie ein größeres Dorf. Wir halten aber irgendwie nie. Wir haben nur bei diesem einen gehalten. Bisher. Ich würde ja gerne noch mal was kaufen, aber ja, wenn wir nicht halten, schwierig. Manchmal sind es auch nur so
ein Haus oder so, da steht irgendwo ein Boot am Strand. Da denkt man auch, wo gehört ihr genau hin? So, ich muss sagen, heute Tag 6 auf dem Boot, zieht sich ganz schön. Zeit vergeht am langsamsten heute, obwohl eigentlich das Wetter am angenehmsten ist. Es ist nicht so brutal heiß wie sonst die Tage. Ich weiß auch nicht. Ach, übrigens hat es hier auch im Regenwald, seit ich hier in Pucallpa bin, hat es glaube ich einmal geregnet. Also nicht so viel Regen bisher. Gut, natürlich. Ja, ich laufe jetzt hier wie so ein Irrer, schon so ein Tiger im Käfig rum. 2 Nächte sind es mindestens noch, wenn alles so läuft, wie die hier sagen. Auf der Google-Karte haben wir noch nicht mal die Hälfte der Strecke erreicht. Und ich stehe jetzt hier am Rand. Was kann man sagen? Gefährliche Sachen hier. Man sieht das sind immer so Sandbänke und so, und es gibt hier Strudel. Das ist wohl, sagen hier die Leute, ist das Gefährlichste. Wenn du hier schwimmen gehst quasi oder reinfällst, diese Strudel sind gefährlich. Ansonsten, was gibt's hier? Ich sehe natürlich nur Insekten und Vögel, aber es gibt Anacondas natürlich im Wasser und auch an Land. Irgendwo im Dschungel gibt's auch den Jaguar. Ja, ansonsten den Dämon, habe ich schon gesagt, der ist im Dschungel. Der begegnet dir als eine bekannte Person und dann läufst du hinter dem her im Dschungel und kommst nie wieder zurück. Man kann ihn erkennen, wenn du auf das Bein schaust, das wie ein Huf ist. Ein bisschen wie der Teufel halt. Aber das ist nicht alles. Es gibt zum Beispiel unter anderem auch noch hier Sirenen. Und zwar Meerjungfrauen. Die bezirzen dich oder die bezirzen Männer und dann ziehen sie dich in die Tiefen des Amazonas. Ja, es gibt noch andere, aber so, das sind die Gefahren für mich. Heute zieht sich sehr. Weiß jetzt auch nicht, was ich noch machen soll. Ab und zu verlassen uns mal Leute. So wie jetzt. Fahren dann irgendwo, weiß ich nicht. Ja. Tag 6 oder Nacht 6 ist vorbei, Tag 7 angebrochen. Was kann ich sagen? Es gibt nichts Neues. Ich bin ziemlich erkältet mittlerweile, also ziemlich Schnupfen. Mir geht's nicht schlecht oder so, aber ziemlich Schnupfen. Ja, es ist wahrscheinlich dann doch von der Nacht, wenn es da so zieht. 2 oder 3 Nächte hatte ich jetzt habe ich nur das Longsleeve angehabt, nichts extra. Ist schon wichtig, glaube ich, dass man dann wirklich nochmal was drüber zieht. Ich weiß nicht, wir haben jetzt knapp über die Hälfte vom Weg, so. Ist natürlich schwer zu sagen, weil der Fluss so ist. Und wenn man das aber so diagonal zieht, ist es knapp über die Hälfte. Nächste Attraktion wird Mittagessen sein. Sonst passiert nichts. So, jetzt gab es gerade Mittagessen. Und es ist echt so, am Anfang hat man noch nicht so einen Hunger. Dann war ich so, ja, okay, Reis und Nudeln trocken mit so 3 Bohnen. Die Hälfte immer liegen lassen und jetzt isst man es auf, weil man Hunger hat. Ja. Was vielleicht noch ein guter Tipp ist, ich habe ja schon rausgefunden, dass es Wasser gibt. Leute mit kaltem Wasser rumgelaufen sind. So, woher haben die das? Und so, ja, in der Küche kannst du es kaufen für 2. Also 50 Cent. Und nicht nur das, man kann sogar Softdrinks kaufen. Also für 50 Cent. Die sind jetzt nicht eiskalt, aber auf jeden Fall kälter als die 35 Grad warme Brühe, die ich bei mir rumstehen habe. Und ja, das tut auf jeden Fall gut.
steht nirgendwo dran und so. Man beobachtet das, wenn man es vielleicht von Anfang an weiß, dann muss man nicht so viel leiden. Kann man einfach mal, wenn man sich zu warm fühlt, nimmst du ein Wasser mit. Und ich wollte jetzt noch mal zeigen hier unten. Es hat sich mittlerweile schon ein bisschen geleert. Oder ja, sieht jetzt nicht super leer aus. Aber ja, es ist vielleicht die Hälfte sind schon weg von den Leuten. Und hier in der Küche, das ist der Koch da hinten. Ja, und in dieser Tiefkühltruhe, die da steht, da hat er die Getränke drin. Ja, das Wasser ist nach wie vor widerlich. Also das Wasser, was es hier so aus der Leitung gibt. Ich weiß auch nicht, am ersten Tag habe ich mir noch die Zähne damit geputzt. Da denke ich jetzt ein bisschen verrückt. Das ist halt schwarz, das Wasser teilweise, wenn es da rauskommt. Heute erreichen wir noch einen Ort, Bretagne. Oder Britannia oder so ähnlich. Da soll man noch mal anhalten können. Manchmal einmal kamen heute auch schon so Frauen an Bord, deswegen haben die Leute hier Fisch, weil sie Fisch gekauft haben. Aber bei mir ist es nicht so der Hunger. Bei mir ist es eher so abends und später mal so ein Snack zu essen. So Gummibärchen hätte ich gerne. Oder also, ja, es ist jetzt nicht so, dass man am Hungertuch nagt. Der hier beschwert sich immer, dass es zu wenig Essen gibt. Aber ich finde eigentlich 3-mal am Tag kannst du halt reißen, bist du schon satt von. Du verbrauchst auch 0 Energie, weil wie hat die eine gesagt, meine Nachbarin, schlafen, essen, schlafen, essen. Jetzt trinke ich meinen Drink, bevor er warm wird. Und dann schlage ich noch ein bisschen Zeit tot. Ich habe es auch so gemacht, einmal als wir Internet haben, habe ich mir schnell nochmal irgendwie 8 Podcast-Folgen runtergeladen. Und dann habe ich wenigstens ein bisschen was zu tun. Und jetzt so groß verändert sich es auch nicht. Klar, am Anfang war es ganz flach, jetzt ist da halt Regenwald. Sieht schon cool aus, aber das geht halt seit 3 Tagen so. Ja, angeblich haben hier meine Nachbarn haben Schildkröten gesehen und Delfine. Ich starre den ganzen Tag aufs Wasser, habe ich nicht gesehen. Aber es gibt sie hier natürlich. Vögel und Insekten, damit kann ich dienen. Jetzt ist es eigentlich so, dass es auf jeden Fall noch reichen müsste bis zur Grenze, weil in Iquitos muss ich dann nochmal ein Boot nehmen. 3 Tage wohl, so eins. Es gibt vielleicht auch eine schnellere Variante, muss ich mal gucken, was es kostet, ob die das Moped mitnehmen und so weiter. Also das gleiche, was ich in Pucallpa gemacht habe, geht es in Iquitos wieder los. Und Iquitos, weil es eben eine touristische Stadt ist und weil die so abgeschnitten ist, alles ist teuer in Iquitos, alles muss halt angekarrt werden. Deswegen ist es wohl eine eher teurere Stadt und voller Touristen, was auch nochmal den Preis wahrscheinlich hochzieht. Ja, mal sehen, wie viel Zeit ich habe, ob ich was machen kann, was ich machen kann. Ja, ich bin mit den Gedanken jetzt natürlich schon in Iquitos, aber wahrscheinlich noch 2 Tage hier schippern. Ja. Jetzt suche ich mir ein schattiges Plätzchen und dann habe ich diese Sicht wieder stundenlang. So, das ist jetzt Britannia. Und hier angeblich muss das Schiff tanken. Und ich gucke mal, ob ich hier irgendwo was kaufen kann. Also es sind 20 Minuten bis ins Dorf zu laufen, das machen wir jetzt mal. Und das hier habe ich entdeckt, Palme, als Aguaje. Diese, was ich auch schon den Saft getrunken habe. Und da ist irgendwie ein Termitennest oder sowas. Es ist witzig, selbst diese kleinen Dschungelstädte, Dörfer
Ist eben nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, mit dem Platz in der Mitte. So, jetzt nicht der Oberhammer, wir müssen zurücklaufen, also die anderen laufen zurück. Mache ich natürlich dann auch. Hab mir jetzt mal hier so ein Brot mit so süßen Kugeln gekauft und ich habe da noch ein bisschen Dulce de Leche drauf. Ja, auf dem Kiosk hole ich mir noch was. Ja, mal gucken. Auch im Dschungel wird Unkraut gejätet. Aber mit der Machete. So, natürlich haben wir das Schiff verpasst. Ist ohne uns losgefahren. Jetzt reizen wir mit so einem Mototaxi zum anderen Hafen. Mal gucken, was passiert. So, wir sind jetzt einmal durch dieses ganze Dorf gerauscht mit dem Tuk-Tuk. Und jetzt müsste das hier irgendwann rumkommen, das Schiff. Und wir nehmen so ein kleines Boot. Also das Tuk-Tuk hat 1 Euro gekostet. Der ist ja mega gerast. Und wir nehmen hier eins von diesen Booten und fahren dann auf das Schiff. Ah, da kommt's. Ganz da hinten. Und dann haben wir das Boot nicht verpasst. Ja, und hier, ich weiß nicht, ob man das hört, wie krass die Geräusche von den Vögeln. Das ist halt krass. So, der Einstieg ist nicht ganz so komfortabel, weil ich Flipflops anhab. Naja. Geht los. Da kommt das Boot. Ja, wenn es zu langweilig wird, muss man sich ein bisschen selber Abenteuer machen. Das war jetzt super cool, mit dem kleinen Boot noch zu fahren. Ich hatte auch irgendwie überhaupt keine Panik. Ich weiß nicht, nach den 6 Nächten auf dem Schiff ist mir schon alles egal. Sollen sie mich da lassen. Ja, es tut schon gut, auch nur auf dem Land da rumzulaufen. Ihr merkt, ich habe schon genug von Containerschiff. 2 Nächte werden es wohl noch sein. Guten Morgen. Ja, 7. Nacht ist rum. Ich schlafe immer besser. Meine Erkältung, ja, war jetzt nicht so schön. Ist aber, glaube ich, schon auf dem Weg der Besserung. Und jetzt zum ersten Mal ein Regensturm. Also hat brutal gewindet. Und jetzt schüttet es hier. Ich habe mich hier aufs Heck gestellt, deswegen bin ich ein bisschen geschützt. Aber es regnet. Ja, ich schätze noch so 24 Stunden, dann sind wir da. Ah, das reicht doch wirklich. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was erkennen kann noch. Es ist gerade ein bisschen dunkel, da hinten sieht man noch den Sonnenuntergang. Aber in diese Richtung ist interessant, weil jetzt ein großes Highlight. Und zwar fließt hier der Rio Ucayali, auf dem wir die ganze Zeit gereist sind, von Süden, und von Westen fließt der Marañón, ein anderer Fluss. Die treffen sich hier und zusammen bilden sie hier den Amazonas. Also der Amazonas fängt dann hier an. Hätte ich jetzt gerne live gezeigt, aber da muss ich euch auf morgen früh vertrösten. Auch auf die Gefahr hin, dass man nicht viel sehen kann. Ich habe jetzt doch noch mal beschlossen, live euch teilhaben zu lassen, wenn wir den Amazonas überqueren. Wir sind hier in der Mündung und jetzt
kommt hier unten ein Boot an, weil einige fahren nach Nauta. Das ist der Ort, wo die Schnellboote hinfahren, also die schnelleren. Aber ja, das Ding ist, es gibt von Nauta eine Straße nach Iquitos, die würde 2 Stunden dauern. Aber wir sind jetzt ungefähr noch 10 Stunden unterwegs. Also ich weiß nicht, ob man was sieht, aber da hinten sind Lichter. Das ist Nauta. Wir sind hier genau am Amazonas jetzt. Hier geradeaus geht's in Amazonas. Und dem folgen wir ab jetzt. Guten Morgen. Wir kommen gerade an in Iquitos. Man sieht, es hat mega geschüttet heute Nacht und gestürmt. Und wir fahren hier jetzt gerade in den Hafen ein. Ich muss aber ein bisschen mich eilen. Was heißt eilen? Weiß ich nicht. Ich muss ja das mit dem Kran jetzt noch organisieren. Es ist 6 Uhr morgens. Ich weiß nicht, wie das ist. Und ich muss mein Zeug noch hier zusammenpacken, weil ich konnte es jetzt noch nicht nachts aufs Motorrad laden. Deswegen packe ich es jetzt zusammen. Ja, ich bin der Einzige, wo hier das Zeug noch hängt. Das muss ich jetzt machen und mich ein bisschen ranhalten. Angekommen, schon vor 20 Minuten oder so. Es schüttet. Und der Kran wacht so um 8 Uhr auf. Also wir haben jetzt 7. Also ich muss warten. Wir sind jetzt 1000 Leute, deswegen muss ich auch gleichzeitig mein Motorrad beobachten. Weil da natürlich Sachen drauf sind. Ich meine, es ist alles grob angeschlossen. Ist auf jeden Fall ein bisschen nervig jetzt. Jetzt ist man eine Woche auf diesem Schiff gewesen und jetzt kann ich nicht runter, weil der Kran nicht da ist. Da unten steht die Lucy, ich habe sie ausgepackt. Es regnet schön drauf. Naja. Wenigstens ist es nicht so heiß, man muss es auch positiv sehen. Iquitos also. Die spinnen ja wohl. Holy shit, die haben es jetzt nur an einem befestigt. Katastrophe. So, ich bin jetzt vor meinem Frühstückscafé. Sieht cool aus. Bistro Amazon. Ja, was bin ich euch noch schuldig? Der Blick auf den Amazonas, das ging heute Morgen alles ziemlich schnell, deswegen hier ein bisschen Amazonas. Ja. Und da geht's dann auch weiter im nächsten Video. Denn ich muss ja noch an die Grenze zu Brasilien und Kolumbien. Das ist so eine Dreiecksgrenze. Ja. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich glaube, es wird eine bisschen kürzere Strecke, hoffe ich. Und jetzt muss ich erstmal was essen. Ich habe so einen Hunger. Nach ein paar Tagen, am Anfang denkt man so, ja, es ist schon eigentlich ganz gutes Essen und so, aber es ist dann einfach nicht reichhaltig genug. Ich habe echt richtig Magenschmerzen und richtig Hunger. Klar, man verhungert dann nicht oder so, aber ein Kilo Reis zu essen, naja. Egal. Jetzt habe ich mir erstmal ein Club-Sandwich bestellt und trinke einen schönen Kaffee. Und ich bedanke mich noch für die Unterstützung bei Patrick, meinem alten Namensvetter, Aurore de Provence und Road King. Vielen, vielen Dank. Durch eure Unterstützung sind solche Fahrten mit dem Frachtschiff hier möglich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal sehen, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti. Tschüss aus Iquitos.